Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, eurer Baba Yaga. In diesem Video möchte ich euch verschiedene dekorative Designs zeigen. Und zwar hauptsächlich Fahnendesigns, aber auch Regenschirmdesigns, beziehungsweise dadurch eher Kistendesigns, da man ja die Regenschirme als Kisten verwenden kann. Ich werde euch das aber gleich nochmal in Ruhe zeigen. Und ich habe auch viele Designs herausgesucht, die Tiere darstellen. Und da ist das eine bunte Mischung an zum Beispiel Stickern oder eben normalen Designs, die ich euch heute zeigen möchte. Also so kleine Designs, die eure Insel nochmal so ein bisschen kompletter wirken lassen und einfach auch richtig süße Designs. Da ich in den letzten Designcodes-Videos häufig Fragen bekommen habe, wo man welche Designs findet, zeige ich euch das hier nochmal. Wenn ihr das schon wisst, dann könnt ihr natürlich den Part einfach skippen. Also die Fahnendesigns findet ihr in der Profi-Designs-Ecke. Also da müsst ihr einmal nach rechts klicken. Und da müsst ihr auch unbedingt drauf achten, wenn ihr nachher die Ersteller-IDs eingebt, weil dann landet ihr natürlich erstmal auf der Hauptseite mit den normalen Designs, nenne ich das jetzt mal. Und wenn ihr dann zu den Fahnen, Kisten etc. wollt, dann müsst ihr natürlich dann auch nochmal rechts eine Kategorie weiterklicken, da das erstmal durch die Profi-Design-App freigeschaltet werden kann und die müsst ihr euch für Nook-Meilen kaufen im Nook-Portal. Also das ist nicht die normale Design-Code-App, sage ich jetzt mal, die ihr direkt freischaltet, wenn ihr Tina und Sina habt, sondern da müsst ihr nochmal ein bisschen länger spielen, um das freizuschalten. Und wie gesagt, werde ich euch heute verschiedene Designs zeigen. Einmal die Fahnen, einmal die Kisten und dann noch ein paar Tiermotive. Ich finde halt einfach das besser, wenn man ein paar längere Videos hat, als wenn ich jetzt immer 1,5 Minuten Videos machen würde. Wenn ihr das nicht okay findet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann kann ich das demnächst auch einfach auftrennen. Aber es gibt ja die Kapitelfunktion, dann könnt ihr einfach auf das Kapitel klicken und direkt zu den Designs skippen, die euch interessieren. Ich fange dann direkt einmal mit den Fahnendesigns an. Ich hatte ja gerade eben schon eine Fahne in der Hand, die ich die ganze Zeit rumgewedelt habe. Das ist auch sozusagen die Hauptfunktion von Fahnen und zum Beispiel auch mit Pride-Fahnen und so ist das immer ganz cool. Aber man kann die natürlich auch dekorativ verwenden, so wie hier auf dem Bild, um zum Beispiel dieses Blumenbeet zu markieren. Das gibt es auch mit dem Gemüse, mit den anderen Pflanzen und damit kann man die Welt richtig cool gestalten, auch gerade Farben und vor allen Dingen, wenn sozusagen die Hauptliste mit den Designs schon voll ist und man zum Beispiel die Schilder, die ich euch in dem Schildervideo gezeigt habe, mit den Kürbissen oder Bienen und so weiter nicht mehr nutzen kann, weil da schon alles voll ist, gibt es eben hier diese wunderschönen Designs, die man dafür verwenden kann. Und was ich an denen besonders schön finde, ist, dass sie auch so ein bisschen diesen botanischen Stil haben. Das mag ich ja auch bei den Schildern, die ich euch in dem Schildervideo gezeigt habe. Ich finde, das sieht einfach immer schön aus, klassisch und irgendwie auch interessant, weil es halt nichts in die Richtung gibt, außer jetzt diese 3 Poster, die man bei Eugen bekommen kann, wenn man die Museumssammlungen voll gemacht hat. Und bei dieser Designerin hier haben wir halt die ganzen Blumendesigns. Bei dieser Designerin zum Beispiel findet ihr verschiedenes Obst und Gemüse. Wenn ihr weiter runter scrollt, gibt es auch die Kürbisse und alles Mögliche. Der Stil ist auch so botanisch von den Bildern her, aber da haben wir jetzt nicht diesen Text, der noch da drunter geschrieben ist. Gefällt mir trotzdem aber sehr, sehr gut. Dann haben wir hier auch zum Beispiel Kürbisse oder verschiedene Blumen, aber eher in so einem süßen Stil. Scrollt euch ja auf jeden Fall durch die ganzen Designs. Es gibt immer wieder neue Designs von denjenigen, die noch aktiv sind oder eben auch in der normalen Kategorie ganz viele Designs. Hier gibt es ganz viele verschiedene Pride-Flaggen, auch verschiedene Repräsentationen. Also da ist hoffentlich für viele was dabei. Hier haben wir auch unten diese einzige Fahne mit Tom Nook, die fand ich ganz süß. Oben links noch der Grasblock, der ja ein Regenschirmdesign ist, aber zu den Regenschirmdesigns kommen wir nachher. Hier fallen euch sicher direkt die Kisten auf. Das könnt ihr euch natürlich auch direkt schon anschauen, aber das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Hier geht es mir jetzt hauptsächlich um die 3 Fahnen da oben, die auch sehr hübsch sind. Hier gibt es einmal Knoblauchfahnen für alle meine Knoblauchliebhaber. Ich finde die richtig nice. Ich feiere die. Das ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsfahnen-Designs. Übrigens hier nochmal als kleiner Tipp, weil ich das auch in meinem Ordner gefunden habe, könnt ihr natürlich auch links diese hohe Fahne mit den Designs umgestalten. Da braucht ihr dann natürlich ein normales Design. Das könnt ihr nicht mit den Fahnendesigns machen. Aber sollten euch die kleinen Fahnen irgendwie zu winzig sein oder so, besteht natürlich auch immer noch die Möglichkeit, auch sowas Großes hinzustellen. Und hier möchte ich euch nochmal zeigen, bevor wir zu den Kisten bzw. Regenschirmdesigns gehen, was ich eben meinte mit den Fahnendesigns statt der Schilderdesigns. Hier in der normalen Kategorie eigene Designs,
Da haben wir wahrscheinlich alle das Problem, dass das sehr schnell voll wird, auch wenn wir mittlerweile 100 Designs da einspeichern können. Und wie ihr hier sehen könnt, wenn ihr einfach nur ein Schild haben wollt für die Kürbisse, dann nehmt ihr ja schon logischerweise ein ganzes Designfeld weg. Und deswegen, wenn ihr noch bei den Profi-Designs ganz viel Platz habt, könnt ihr einfach die Fahnen-Designs runterladen. Da müsst ihr mit R einmal nach rechts klicken und dann landet ihr hier bei den Profi-Designs und könnt statt der Schilder eben diese Fahnen aufstellen. Ihr könnt die auch irgendwo draufstellen, dann erkennt man die natürlich noch mal ein bisschen besser, als wenn die einfach auf dem Boden stehen. Aber die sehen auch super schön aus. Ich finde die ich euch gezeigt habe, vom Stil her auch sehr ähnlich und deswegen gefällt mir persönlich das auch sehr gut und daher ist das auf jeden Fall eine richtig nice Alternative. Und dann kommen wir auch schon zu den Regenschirm-Designs. Da gibt es auch so viele coole Ideen, unter anderem zum Beispiel hier dieses Amazon Prime-Paket. Wenn ihr danach sucht, werdet ihr wahrscheinlich auch noch alle anderen möglichen Pakete, Päckchen, Geschenke, was auch immer finden. Aber das hier fand ich auf jeden Fall sehr cool und das sieht wirklich sehr, sehr realistisch aus. Und das sind eigentlich Regenschirm-Designs. Also ihr stellt über die Profi-Designs einen Regenschirm auf und dreht ihn so, dass es dann aussieht wie eben zum Beispiel eine Kiste. Und hier diese Kisten habt ihr ja eben schon sehen können, als ich euch die Fahnen da drüber gezeigt habe. Und die finde ich sehr, sehr schön. Also sind sowohl Kisten als auch Körbe mit zum Beispiel Blumen oder Gebäck drin und das finde ich ist wirklich sehr schön und auch, dass es da so verschiedene Variationen gibt, finde ich sehr cool. Wir haben sogar eine leere Kiste und eine geschlossene Kiste, was ich sehr cool finde. Dann bei den Flaschen eine, wo mehr Flaschen drin sind oder auch zum Beispiel nur eine Flasche. Sehr, sehr nice. Dann haben wir hier verschiedene Pakete, sind das, glaube ich, oder sind das vielleicht sogar Kuchen? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Das ist auf jeden Fall auch eher so ein süßer Stil und das gefällt mir auch richtig gut. Hier haben wir zum Beispiel auch die Fahnen eben schon gesehen und rechts zum Beispiel gibt es diese Sonnenblumenkiste oder auch diese Fruchtkiste oder auch die Blumen auf der rechten Seite. Hier haben wir auch nochmal den Grasblock. Ich wüsste zwar nicht, wofür man den gebrauchen könnte, aber vielleicht sogar, um irgendetwas zu kaschieren. Auf jeden Fall solltet ihr so etwas brauchen, dann findet ihr das bei dieser Designerin. Hier haben wir sowohl klassische Regenschirm-Designs als auch wieder Kistendesigns. Das finde ich auch sehr interessant, wie das hier aussieht. Also einmal die normalen Regenschirme sind sehr süß, aber auch zum Beispiel die Idee mit den kleinen Pilzhütten für zum Beispiel einen verwunschenen Wald. Da fällt mir gerade auf, dass ich das eigentlich auch für meinen verwunschenen Wald herunterladen könnte. Die anderen Designs sind natürlich auch sehr cool, das ist ja keine Frage, aber wir konzentrieren uns ja auf die Regenschirme. Und ich finde zum Beispiel rechts auch diesen kleinen Wagen oder das kleine Beet richtig süß oder diese verschiedenen Kisten, die aufeinander gestapelt sind. Also wirklich sehr, sehr coole Kisten bzw. Regenschirmdesigns, die man sehr unterschiedlich verwenden kann. Hier haben wir noch eine Weinkiste, die finde ich sehr, sehr schön und ich finde, die passt auch sehr gut zu den Flaschenkisten bzw. Kisten allgemein, die ich euch davor gezeigt habe, wo es so verschiedene Kisten gab. Hier gibt es zum Beispiel Kürbisse gefüllt mit Süßigkeiten, was ich persönlich auch sehr süß finde, oder diese Süßigkeitenkörbe. Also sehr Halloween-mäßig diese Designs hier und auch sehr, sehr süß. Hier haben wir Regenschirmdesigns, die aussehen wie die Geschenke, die man vom Himmel schießen kann oder natürlich auch, die man irgendwo hinstellen kann, wenn man einen Geburtstag feiert oder so. Sieht auch sehr, sehr schön aus und passt natürlich dann perfekt zum Game. Hier gibt es auch verschiedene Blumen wieder auf den Regenschirmen oder auch so Theken mit Gebäck bzw. Burgern, Sandwiches oder so, wenn man zum Beispiel ein Restaurant baut oder auch ein kleines Aquarium. Und hier diese Designs sind auch eins meiner Highlights. Wir haben hier verschiedene Regenschirmdesigns, die zueinander passen, aber eben auch nochmal andere Designs, wie zum Beispiel diese Fotowände oder auch die Hutdesigns bzw. Mützendesigns, mit denen man zum Beispiel dann Tiere eben sich irgendwo hinstellen kann, wie die Katzen oder die Kaninchen. Aber die Tiere werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen in der dritten Kategorie. Wir konzentrieren uns jetzt hier erstmal noch auf die Regenschirme und da haben wir zum Beispiel diese Brotkiste, die extrem schön aussieht, also sehr realistisch gepixelt, genauso wie die Heukiste oder auch die Milchkiste oder rechts unten auch diese Rußmännchen und auf der zweiten Seite gibt es wahrscheinlich noch mehr Sachen und dann haben wir ja auch diese Büsche, wo die Tierchen drin sitzen, finde ich alles wirklich sehr, sehr cool und super schön gepixelt, also ist wirklich auffallend realistisch gepixelt, finde ich. Und bevor wir uns noch mal mehr Tiere anschauen, wollte ich euch auch hier noch einmal zeigen, wie so eine Kiste in der Welt aussehen kann auf eurer Insel. Und hier habe ich zum Beispiel diese Kiste mit den Totenköpfen bei meinem Strick.
Ich fand, dass das hier sehr gut hingepasst hat. Ich konnte aber leider den Code nicht mehr finden. Also sollte irgendjemand von euch wissen, was das für ein Code ist für die Totenkopfkiste, dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare rein. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu den verschiedenen Tierdesigns. Also da gibt es sowohl durchsichtige Sachen, Sticker, Wände, Tapeten, was auch immer. Also alles mit Tieren kommt jetzt. Und hier könnt ihr zum Beispiel auch schon die Schnecke sehen, neben den ganzen anderen tollen Designs und zum Beispiel auch der süßen Mülltüte da an der Seite. Und hier gibt es die Schnecke auch noch einmal in grün. Ich finde, das ist sehr süß, wenn man das auf dem Boden pinselt, damit zum Beispiel die Wiese nicht mehr ganz so langweilig aussieht oder man eben ein paar mehr Lebewesen auf der Insel haben will. Hier haben wir dann auch wieder verschiedene Tiere, egal ob Tauben oder Pinguine, neben den ganzen anderen Designs, Stitch zum Beispiel. Oder auch die grünen Fliegen, die richtig nice sind, wenn man die zum Polieren verwendet als Beispiel. Das habe ich euch ja schon gezeigt wegen der Regenschirme, aber ich weiß nicht, ob euch der Hase aufgefallen ist. Das finde ich auch sehr süß und das kann man auch richtig gut irgendwie integrieren, dass man einfach einen Hasen irgendwo aus der Ecke lungern sehen kann. Und hier ist auch nochmal eine weitere Designerin, die ich euch ja eben schon mal gezeigt habe wegen der coolen Designs. Und das zeige ich euch hier auch nochmal wegen der Tiere, falls ihr da den anderen Teil übersprungen habt. Die Grinsekatze als Fotowand fällt natürlich direkt auf. Dann die verschiedenen Tiere in den Büschen. Das finde ich halt einfach super cool gelöst. Und dann haben wir ja hier die Katzen, den Igel oder auch den Hasen und die Krähe, die man als Mütze quasi benutzen kann. Und wenn man das dann hinstellt, dann sieht das fast aus wie ein echtes Tier. Und gerade eben habe ich euch die zweite Seite vorenthalten. Hier sind nämlich noch mehr Tiere, zum Beispiel die Kröten, die finde ich richtig cool. Und natürlich die Katzen. Wie gesagt, das sind alles diese Mützendesigns und ich finde, dass das sehr, sehr cool aussieht. Und von ihr ist auch dieses Nest mit den Eiern drin. Das kann man als Hut aufstellen und dann hat man quasi so ein Nest stehen und dann gibt es auch noch das perfekte, passende Huhn dazu, das man dann zusammen aufstellen kann und dann kann man sich zum Beispiel einen Hühnerstall bauen. Jetzt kommen ein paar Designs, die ich persönlich für Trennwände perfekt finde. Hier seht ihr jetzt auch gleich ein Beispiel von eben diesen Eulen, warum das gut ist. Und ich zeige euch gleich auch nochmal ein paar andere Tiere, wo man das so benutzen kann. Aber ihr könnt das natürlich auch einfach als Bild aufhängen oder was euch damit auch noch einfällt oder als Tapete oder so. Hier haben wir auch nochmal Hühner, wo man das gleiche machen kann für zum Beispiel einen Stall. Das gleiche hier mit den Rentieren für den Stall beim Weihnachtsmann beispielsweise. Hier haben wir auch nochmal verschiedene Hühner oder auch Hasen, die man benutzen könnte. Ein Truthahn. Hier gibt es auch zum Beispiel auch noch Pferde und weitere Hühner, die man für sowas benutzen könnte. Und dann kommen wir zu einem weiteren meiner Favoriten. Hier diese Designs sind zwar eher so ein bisschen süß, das passt dann natürlich nicht auf jede Insel, aber ich finde, dass hier die Hasen und auch die Eichhörnchen richtig süß sind. Die Teddybären natürlich auch, aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt als Tiere zählen wollen würden. Und natürlich sind die anderen Designs auch sehr süß, zum Beispiel auch die Vögel. Und das könnt ihr sowohl als Sticker verwenden, das könnt ihr auch zum Polieren verwenden, wenn das irgendwie da rumfliegen soll. Oder eben auch einfach auf dem Boden pinseln, um das Ganze ein bisschen lebendiger wirken zu lassen. Das hier zeige ich euch noch einmal wegen der Biene, aber das findet ihr auch in dem Video mit den Schilderdesigns. Trotzdem sehr, sehr schön. Hier gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal diese Fotowände, die auch sehr süß sind mit verschiedenen Tieren wie Gänsen, Hühnern oder auch Truthähnen. Dann gibt es zum Beispiel diese Kleider bzw. Oberteile mit den Eulen. Die könnt ihr natürlich anziehen, aber die sind eigentlich dafür gedacht, dass ihr die aufstellt und es dann halt so aussieht, als würde da eine Eule stehen. Hier haben wir wieder verschiedene Hunde- und Katzenköpfe, die halt auch einen transparenten Hintergrund haben. Hier gibt es ein paar Bilder, also eigentlich nur die Biene, die Libelle und auch diese verschiedenen Schmetterlinge, die so ein bisschen an die Bilder von dem Museum erinnern, aber fand ich auch sehr hübsch. Hier haben wir ganz viele verschiedene Designs, aber was ich am coolsten fand, waren die Porträts von Tom und auch von Melinda. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier als Tiere zählen können, aber ich wollte euch das einfach mal zeigen. Diese Schmetterlinge sind wieder perfekt zum Polieren, damit die dann eben um den polierten Gegenstand herumfliegen. Das finde ich sehr cool. Da gibt es so viele verschiedene Tiere, die man quasi ersetzen kann durch die Standard-Polierbilder, die man sich aussuchen kann. Wenn ihr wollt, kann ich das euch auch noch einmal in einem Video zusammenstellen. Lasst mich das auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen. Hier haben wir wieder verschiedene Hundeköpfe, sowohl mit einem transparenten Hintergrund als auch mit einem ausgemalten Hintergrund. Hier finde ich die Schildkröte richtig cool, aber auch die anderen Designs, vor allen Dingen, weil das so gut zusammenpasst. Hier bin ich mir auch nicht sicher, ob wir die Bewohner als Tiere zählen sollen. Also wir haben einmal die normalen Tiere, nenne ich das jetzt mal, aber auch diese ganzen Bewohnergesichter, auch mit einem transparenten Hintergrund. Ich glaube, die Person, die die Designs gemacht hat, hat die quasi an den Häusern irgendwo hingepinselt, aber ich finde, dass das halt schon sehr cool aussieht und vielleicht sogar auch zum Polieren funktioniert oder vielleicht auch als Sticker. Und hier haben wir, weil wir das
das noch nicht so hatten, ein paar Gemälde, sage ich mal, von Tieren. Also wir haben zum Beispiel den Corgi, den Wal, die Pinguine, Igel, Katzen, alles Mögliche, wenn ihr euch einfach Tiere an die Wand hängen möchtet, also Bilder von Tieren an die Wand hängen möchtet. Und zu guter Letzt haben wir hier nochmal 2 Katzen, die auf einer Leiter sitzen, also die Designs gehören zusammen. Oder auch hier diese 2 transparenten Katzen mit den Tatzen, die vielleicht so ein bisschen zu den Rußmännchen passen. Und das waren auf jeden Fall die Designs für heute. Lasst mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das findet, wenn ich so verschiedene Kategorien zusammenschmeiße. Ist euch das zu lang? Hätte ich das lieber auftrennen sollen? Was möchtet ihr als nächstes sehen? Das würde mir auf jeden Fall alles sehr weiterhelfen. Wenn ihr irgendwelche Designs ergänzen wollt, dann schreibt das auf jeden Fall gerne in die Kommentare oder kommt auch zu uns auf den Discord-Server und postet die in der Animal Crossing-Kategorie in den Design Codes-Channel. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Schaut auf jeden Fall gerne in die Playlist rein. Da findet ihr viele weitere tolle Designs, die euch hoffentlich auch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich im nächsten Video wieder.